Hi Leute, willkommen zu Dragen gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau und einige andere Sachen. So ab und zu mache ich auch schon mal ein bisschen mit Cosplay und so Sachen. Dann geht es mal heute weiter mit dem zweiten Teil vom Servoschädel. Heute werden wir das ganze Ding mal anmalen. Vielleicht kriegt ihr auch noch ein paar andere Anbauteile spendiert. Ich bin das mit der Lampe noch am Überlegen, ob ich das noch machen werde. Werde ich wahrscheinlich nicht im Video dann bauen, aber das Endresultat dann wahrscheinlich noch zeigen. Ich habe irgendwie noch Bock, da ein bisschen Elektrik reinzumachen. Dann hoffe ich mal, das ganze Thema gefällt euch wieder. Bleibt dran, wir sehen uns. So, der Einfachheit halber mache ich das Ganze wieder mit Flexipaint. Das ist angenehm aufzutragen. Muss ein bisschen aufpassen wegen dem Magneten. Wollte ich dann nicht mit einschmieren. Oh, geht aber ganz gut. So, das Ganze werde ich jetzt erstmal wieder in schwarz machen, die Teile. Schädeln dann nachher dann anpinseln, das mache ich dann später, wenn die ganzen Schichten dann drauf sind. Ich habe mir noch ein paar Sachen überlegt, ob das funktioniert, müssen wir mal gucken. Ich hatte letztes Jahr mit diesem Leuchtpulver, da habe ich noch jede Menge übrig und habe mir auch noch in Orange, und das hier soll angeblich rot sein. Naja, für ein Rot, ich weiß nicht, das hier ist rot, das hier ist mir irgendwie auch in Orange. Naja, mal gucken. Ich weiß noch nicht, was ich davon benutze. Ich habe mir nämlich überlegt, ich habe ja noch ein zweites Düsentriebwerk gebaut, dass ich quasi... Das eine hat eine Lampe drin, von diesen Flacker-Leuchtlampen, und das hier war ich am Überlegen, ob ich hier nicht in die Löcher dieses Pulver mit rein tue. Und das andere hier mit in die Augen rein. Da muss ich mal gucken, ob ich das mache. Aber die Idee ist definitiv da. Mal gucken. So, wir fangen jetzt aber erstmal an. Und werden das Ganze jetzt erstmal ein bisschen Farbe geben. Bevor wir dann anfangen, da mit irgendwelchen Sachen rum zu experimentieren. Ganze machen wir erstmal wieder so ein bisschen Silber. Eigentlich müsste ich gucken, dass ich das nicht ganz so silbern mache. Weil in den Videos und auf den Artworks sieht das mir immer so ein bisschen relativ dunkel aus vom Metall her. Aber naja, mal gucken. Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen nachdunkeln, kann man ja immer dann nachher noch. Wieder mit ein bisschen verdünntem Schwarz. Aber ich versuche mal ein bisschen weniger drauf zu machen, also dass das nicht ganz so extrem wird. So, ich stelle mal auf Seite. So, das Silber tun wir erstmal ein bisschen auf Seite. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier mit dem Weiß hinkommen, ob das klappt. Ich will nämlich das Ganze so ein bisschen, diesmal nur komplett mit Acrylfarbe machen. In der Hoffnung, dass das nachher auch alles nicht so ganz voll gekleckert ist. Also bis jetzt bin ich echt begeistert, Leute. Ja. Sieht ja nicht mal übel aus, außer dass ich überall Weiß jetzt an den Finger habe. Ich hatte letztes Mal ein paar Mal Weiß, das fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so toll. So, machen wir noch ein bisschen Silber. Kann man nämlich erstmal gucken, dass ich ein bisschen die Farbe von den Fingern, sonst habe ich nämlich das Weiß nachher noch an Stellen, wo es eigentlich ja nicht hin soll. In der Zwischenzeit kann der Schädel nämlich auch so ein bisschen was antrocknen. Dann haben wir das Ding schon mal soweit fertig. Ich bin noch am Überlegen, ob ich vielleicht noch so ein bisschen leichten Roste dran mache. Jetzt gucken. Ja, vielleicht auch noch so eine kleine Idee, so ein bisschen Rost. Obwohl, ja, vielleicht doch. Mal gucken. So ein paar Stellen, so ein klein wenig, ein bisschen was. Na, das nicht zu langweilig nur mit einem Farbton aussieht. So, jetzt mal uns gucken.
dass wir unseren Freund hier noch die Stellen hinkriegen. Machen wir erstmal hier so den Schlauch. Ja, das müssen wir dann auch erstmal wieder trocknen lassen. Kopf doch mal so hin, dass der Schlauch runterhängt. Ah, Leute, mir ist der Fuß schon wieder eingeschlafen. Geil. So. So, machen wir mal an der Chacha-Krabbe weiter. So. Das Ganze habe ich jetzt ein bisschen trocknen lassen. Das sieht doch schon mal ja nicht so schlecht aus. Dann können wir eigentlich schon bald anfangen mit dem Topcoat. Das muss ich irgendwie mal hier ein bisschen auf Seite stellen. Heute, wie ihr seht, ich habe noch ein bisschen was zusätzlich. Das lassen wir auch mal so. Stellen wir auf Seite. Den Schädel brauchen wir gleich noch. Das mache ich, glaube ich, jetzt schon mal. Jetzt muss man gucken. Ich brauche was Kleines zum Tupfen. Das wäre natürlich irgendwie so ein dünner Pinsel. Aber wir müssen mal gucken, ob wir da doch mit einem Schwamm hinkriegen. Dann nehmen wir erstmal Rot. Na, das klappt doch schon mal ganz gut. Ja. Sieht schon ja immer so schlecht aus. So. Bisschen rumgekleckert habe ich auch, wie ich das hier so gerade sehe. So, passt auf, Leute. Das lassen wir jetzt ein bisschen trocknen. Das tun wir auch mal irgendwie hier so ein bisschen auf Seite. Ich habe mir nämlich noch ein zweites Triebwerk gebaut. Bei dem Teil hier haben wir ja auch mit dem Magnet. Da habe ich den hier mal unten gemacht statt oben. Und zwar wollte ich ja noch mit ein bisschen Elektrik machen. Da bin ich dann hingegangen, habe mir mal wieder eine von diesen Flammenlampen genommen. Die finde ich total geil, die kannst du gefühlt irgendwie für alles. Und habe es heute tatsächlich mal geschafft, dass das Ding auch zerlegbar ist. So, und zwar, es ist ein bisschen anders. Flexibel, Topcoat habe ich auch noch nicht drauf. Aber ich wollte jetzt erstmal gucken, ob das jetzt auch so passt. So, das ist quasi das untere Teil. Dann habe ich hier so eine kleine Metallplatte reingemacht, weil das Ding hier magnetisch ist. Was jetzt nicht unbedingt sein muss, aber kann man machen. Das Ding passt jetzt hoffentlich, nachdem die Farbe drauf ist, auch noch rein. Ich habe extra geguckt, dass ich nicht zu dick mache. Aber egal. So, mal gucken, wie das dann aussieht. Mir ging es auf jeden Fall erstmal nur darum, dass man das ganze Teil austauschen kann. So, so sieht das dann aus. Ja. Kann man eigentlich noch ein bisschen, könnte man noch ein bisschen was anderes machen. Vielleicht hätte ich hier auch noch ein bisschen was rein, dass das so ein bisschen durchscheint. Ja. Beim nächsten Mal, glaube ich, sollte ich ein bisschen stärkere Magnete nehmen. Das ist dann, glaube ich, dann doch ein bisschen besser. Kann natürlich auch durch den Schlauch, dass das ein bisschen rüberzieht. Aber so im Großen und Ganzen. Gucken wir mal, wie das mit den Beinen jetzt aussieht, ob das dann auch noch hinhaut. Die sind natürlich dann so ein bisschen in der Luft. Das habe ich ein klein wenig zu hoch, glaube ich, gemacht. Beziehungsweise
Das hat sich alles so ein bisschen durch das Pinseln alles so ein bisschen gebogen. So Leute, dann will ich mal auch noch was ausprobieren. Und zwar, das Elend hier mal an. So, ich glaube ich gerade nur den glänzenden. Den will ich natürlich auch nicht für alles benutzen. Zwar hatte ich mir so überlegt, ich habe ja noch von diesem Leuchtpulver so ein bisschen was. Können wir vielleicht so den Schädel noch so ein bisschen mit dem Leuchtpulver machen. Jetzt müssen wir mal gucken. Dadurch, dass das Ganze, ich glaube, das ist ein bisschen viel, Leute. Machen wir mal ein bisschen weniger. Und dafür ein bisschen mehr Pulver. Ich habe das Zeug ja dann noch in Rot und Orange. Obwohl ich ehrlich sein muss, dass das Rot, weiß noch nicht, ob das so das ist. So, ich schmier das jetzt hier einfach mal so ein bisschen in die Augenhöhle rein. Und zwar wollte ich eigentlich mal ausprobieren, ob das funktioniert, weiß ich natürlich nicht. Das ist jetzt natürlich auch der glänzende Topcoat, ist egal. Und zwar, ich meine nämlich hier noch so, angeblich soll das rot sein, das sieht für mich aber irgendwie mehr orange aus. Vielleicht bin ich auch ein bisschen farbenblind, weiß ich nicht, aber rot ist das definitiv für mich nicht. Naja. Aber ich wollte nämlich auch ein bisschen was ausprobieren. Gucken, ob das klappt. So, ein bisschen umrühren. Naja, auf jeden Fall sieht es schon mal rot aus. Das ist schon mal gut. So, tun wir mal ins Wasser. Und zwar haben wir doch hier noch unser Aluteil. Das könnte nämlich genau passen. Und jetzt hier einfach mal so ein paar Kleckse rein. Und die Ganze lassen wir dann da quasi drin trocknen. Das Ganze funktioniert nach und wie das aussieht, weiß ich noch nicht. Aber die Idee war, fand ich einfach eigentlich nicht schlecht. Ich dachte, das probieren wir jetzt hier einfach mal aus. Natürlich habe ich dann das Problem, dass ich nicht alles auf einmal machen kann, sonst läuft das nämlich überall wieder aus den Dingern raus, aber vom Prinzip her denke ich mal, könnte das eigentlich funktionieren. So Leute, das Ganze ist jetzt fertig. Was ihr auf jeden Fall machen solltet, entweder macht da mehrere Schichten Topcoat drauf, wenn ihr hier dieses mit dem Pigmentpulver drauf gemacht habt, weil das ist immer noch sehr rau. Hier geht's, da habe ich schon mehr oder weniger 2 Schichten drauf, hier habt ihr natürlich keine Probleme. Aber was man noch probieren könnte, vielleicht um das anschließend ein bisschen glatter zu kriegen, vielleicht noch eine Schicht transparentes Flexipaint drüber und dann den Klarlack. Das wäre vielleicht noch eine Idee, kann man noch machen, denke ich mal. Wie gesagt, bei den Teilen habe ich dann hier das Rot drauf. Müsst ihr nur ein bisschen aufpassen, lasst die Farbe erstmal ein bisschen länger trocknen, bevor ihr das dann da drauf macht. Ein bisschen ist es verlaufen, mal gucken, wie es dann nachher aussieht. Jetzt bin ich hingegangen, habe ja hier auch noch die Farbe was reingemacht, diese nachtleuchtende UV-Farbe. Das ist quasi die erste Version. Und dann habe ich ja noch ein anderes Triebwerk gebaut, quasi mit so einer Leuchtlampe drin. Das Ding werden wir jetzt schon mal da rein tun. Diesmal, wie gesagt, habe ich auch mal so hingekriegt, dass man das Ganze auch gut auseinanderbauen kann. Kann ja mal passieren,
Oh Leute, seht ihr, diesmal passt das Ding auch richtig gut rein. Nachdem ich den Klarlack drauf gemacht habe, flutscht er doch deutlich besser. So, mal gucken. Taschen nimmt man nicht. Ja, klappt. Sehr gut. So, dann probieren wir erstmal die erste Version. Die Urversion, die erste, die ich gebaut habe. Wie gesagt, das Ding habe ich ja quasi nur gemacht, damit das dann mit den Beinen auch irgendwie hinhaut. Obwohl das jetzt irgendwie auch ein bisschen länger geworden ist. Ich glaube, durch das ganze Rumgepinsel sind gefühlt irgendwie die Beine ein bisschen. Obwohl, naja, sieht ein bisschen aus, als wenn es abhebt. Finde ich auch nicht schlecht. So, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Was ich auch noch einen Tipp geben kann, macht ein bisschen größeren Magneten drauf. Das ist auch nicht schlecht. So, dann werden wir erstmal mit der UV-Lampe das Ganze hier mal so ein bisschen beleuchten. Mal schauen, wie das dann nachher aussieht. Also mit dem Schädel und so habe ich schon mal so ein bisschen geguckt. Wie gesagt, also farblich, dafür, dass das eigentlich ein Rot sein soll, ist das eigentlich mehr so wirklich so ein Orange. Aber naja, gut, irgendwann ist ja irgendwie immer mit dem Zeug. So, wir tun nicht alles so beleuchten, nur mal so ein bisschen. Und dann gucken wir uns das Elend gleich mal im Dunkeln an. Und was ich auch festgestellt habe, dass irgendwie dieses Orange oder Rot, was das sein soll, das hält nicht so lange. So, gucken wir mal, wie das im Dunkeln aussieht. Ja, ne? Sieht doch ja nicht mal so übel aus. Ja, ist doch nicht schlecht. Gefällt mir. So. Dann werden wir mal ausprobieren mit dem anderen Teil. Na, das sieht doch schon mal ja nicht so schlecht aus. Dem Triebwerk. Der Lampe angeleuchtet. Ja, doch, hat schon was. Gefällt mir. So Leute, wie ihr seht, ich habe den jetzt Herman getauft. Der steht schon im Regal hinter mir. Macht sich da echt gut als Deko. Auch ein bisschen viel Platz, aber ansonsten, so langsam wird er ein bisschen voll hinter mir. So ab und zu muss ich schon ein bisschen was umräumen. So, dann hoffe ich mal, das Ganze hat euch mal wieder gefallen. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen uns.